MMA-Veranstaltungen sehen eigentlich nur den Kampf. 2 fremde Leute gehen in den Ring, kloppen sich. Einer von denen fällt meistens schnell um und der Kampf ist zu Ende. Die Leute jubeln, die haben ihre Favoriten. Derjenige, der verliert, ist meistens einfach nur irgendein Loser. Viele realisieren gar nicht, was zu seinem Kampf gehört. Die Vorbereitung, die Wochen, die zu dem Kampf führen, indem man schwitzt und blutet, indem man arbeiten gehen muss, sein Privatleben pflegen muss, sein Haushalt, seine Familie, seine Freunde, die Ups und Downs, die einem da begegnen. Das realisieren die meisten gar nicht. In meinen letzten Kämpfen habe ich mich in der Vorbereitung eigentlich jedes Mal entweder schwer verletzt oder bin schwerwiegend krank geworden. Oftmals bin ich trotzdem angetreten. Und oftmals habe ich auch trotzdem noch gewonnen. Und die Schmerzen, die Verletzungen, die Krankheiten waren in dem Moment, in den 3, 4, 5 Minuten eigentlich irrelevant. Der Kampf ist zu Ende, man hat gewonnen. Und nun stehe ich in der Vorbereitung zu meinem Comeback. Ich habe noch 4 Wochen. Nach 3,5 Jahren Kampfpause trete ich gegen Sebastian Pusteblumen Baron an. Ein ernstzunehmender Gegner, ein Veteran, ein Pionier. Wir haben damals vor über 10 Jahren zusammen eigentlich angefangen. Wir haben heute den 24. August. Am 28. September kämpfe ich bei Respect FC 10 in meinem Comeback. Die Vorbereitung bis jetzt lief gut. Aber wie ich es gewohnt bin, legen sich auch hier Steine in den Weg. Aber quitting is not an option. Der Grund, warum ich diese Brille trage, ist, weil ich momentan gegen eine Bindehautentzündung kämpfe. Ja. Ärzte sagen, es könnte eine Augengrippe sein. Es könnte mich 2 bis 3 Wochen aus dem Training reißen, da es erstens ansteckend ist und auch den Körper schwächt. Trotzdem, an Aufgeben ist nicht zu denken. Das Comeback muss stattfinden. Das Comeback wird stattfinden. Ich werde den Kampf bestreiten. Ob mit Blessuren, Krankheiten, Verletzungen, das ist mir egal. Ich bin auf Krieg eingestellt. Ich bin auf Sieg eingestellt. Und Sebastian Baron ist in dem Fall nur ein Körper. Der Gegner ist irrelevant. Es ist ein Mensch mit 2 Armen und 2 Beinen. Und ich muss diesen Körper besiegen, finalisieren. Das ist meine Aufgabe. Der Kampf wird nicht im Ring gewonnen. Der Kampf wird in der Vorbereitung gewonnen. Und zwar nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch, mental. Der mentale Aspekt ist sehr unterschätzt. Man muss die positive Einstellung haben, man muss den Willen haben, sich den Sieg zu holen. Also ich kenne Fatih jetzt bestimmt seit 20 Jahren. Als ich noch aktiv gekämpft habe, war er schon dabei auf der Bühne. Ist ein herzensguter Mensch, der höflichste, ehrlichste Mensch, den ich kenne. Er ist unglaublich diszipliniert, trainiert, diszipliniert, meistens zu viel. Wenn man ihm sagt, du bist erkältet, hört besser auf. Es ist schwer durchzusetzen. Aber da gibt es noch so ein paar Kandidaten. Er kommt vom Stand, er ist ein klassischer Thai-Boxer, hat sich enorm entwickelt, ringerisch und am Boden. Seine Armhebel sind gefürchtet, Beinhebel mittlerweile auch. Guillotine ist super, sehr eng. Takedown-Defense ist gut. Was ich bewundere, ist, dass er nie aufgegeben hat, an den Kampf zu denken, obwohl er 3,5 Jahre raus war.
Hat immer wieder neu angesetzt, es hat ihn immer wieder zurückgeworfen. Er hat nie aufgegeben, ist immer gekommen, sobald er das Gefühl hatte, es funktioniert wieder. Auch wenn sich dann herausgestellt hat, es war zu früh. Und jetzt ist es soweit. Der nächste Kampf steht an. Hat sich den Umständen entsprechend optimal vorbereitet. Ist noch mal kurz zurückgeworfen worden durch eine Erkältung. Ist aber von den Trainingsmitgliedern, also Trainingskollegen und von den Trainern so weit getragen worden, hat seine Stimmung nicht verloren und hat immer daran geglaubt, dass das passieren wird. Und jetzt ist es soweit. Und ich freue mich auf den Kampf. Fatih gegen Baron, habe ich gehört, der Kampf kommt. Fucked up für den Baron, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich freue mich auf Fatihs Comeback. Es war jetzt echt lange eine Scheißzeit. Der war immer hier, für alle, die denken, der Fatih war nicht im Start. Er war immer im Gym, hat immer trainiert, immer besser geworden so, und immer noch allen, wenn wir da draußen Leute besiegt haben, hat er uns hier im Gym noch auf die Fresse gehauen. Und ich freue mich, dass er jetzt endlich mal wieder der Welt zeigen kann. So, es hat viel an ihm genagt, die ganzen Kämpfe, die er hatte. Er wollte Kämpfe machen, so. Ist immer ein bisschen was dazwischen gekommen so, und jetzt endlich soweit. Der Fatih ist fit wie nie und ich freue mich unglaublich für den Kampf. Tut mir leid für den Baron, aber irgendwie muss es treffen. So. Und ich wünsche meinem Bruder, dem Fatih, alles Gute und euch viel Spaß beim Zugucken. Ja Leute, jetzt sind es noch 2 Wochen bis zum Kampf. Hab allerdings, wie ihr vielleicht hören könnt, jetzt eine leichte Erkältung. Und ja, muss leider wieder aussetzen. Aber das hindert mich absolut gar nicht. Ich denke mir, dass die 1, 2 oder 3 Trainingseinheiten mich nicht erheblich stärker machen werden. Deswegen gilt es jetzt für mich erstmal gesund zu werden, mein Gewicht zu machen und in 2 Wochen die Halle zu rocken in Wuppertal gegen Herr Baron. Ja. Ich hoffe, dass ich morgen mit dem Training wieder einsteigen kann und wenigstens ein paar Sparringseinheiten einlegen kann. Mein Gewicht stimmt. Ich habe jetzt morgens 82 Kilo. Das heißt, ich muss noch eine Woche vorher 5 Kilo runterkochen. Das wird, denke ich, kein Problem sein. Auch wenn ich vorher noch nie wirklich Gewicht gemacht habe. Ich habe noch nie abgekocht vorher. Ich habe vorher im Mittelgewicht gekämpft bis 84 Kilo und habe immer auf der Waage 82 oder 83 Kilo gehabt. Und das ist mein erstes Mal, wo ich Gewicht machen muss und auch machen will. Denn bis 77 Kilo ist die Gewichtsklasse, wo ich hingehöre. Und wo ich, denke ich, mein volles Potenzial ausgreifen kann. Ja. Respekt 10, das ist die Jubiläumsveranstaltung von Respekt. Das ist die 10. Veranstaltung. Aber es ist auch mein 10. Kampf. Es ist auch mein Jubiläum. Auch deswegen bedeutet mir der Kampf bei Respekt 10 sehr viel. 10. Respektveranstaltung, mein 10. Kampf. Und wir waren bei der allerersten Respekt, die es gab. Respekt 1, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren. Schon einmal gegen Sebastian Baron angesetzt. Und wir waren das Main Event, wir waren der Hauptkampf des Abends. Und leider musste ich damals schon absagen, weil ich mir die Fingerkuppel gebrochen hatte im Kampf gegen Vlatko Perovic. Ja, den Kampf hatte ich gewonnen. Und ja,
gibt es jetzt für mich keinen Zurück. Jetzt steht der Kampf nochmal gegen Sebastian Baron. Es ist Respekt 10, es ist mein 10. Kampf. Aus vielen Ebenen, aus vielen Perspektiven hat der Kampf für mich eine große Bedeutung. Es ist mein Comeback. Und ich will diesen Kampf. Ich will diesen Kampf. Ich will gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich werde alles geben. Ja, und eigentlich wünsche ich mir nichts anderes, als wirklich einen spektakulären Kampf abzuliefern. Wie gesagt, Sebastian Baron ist für mich eine Respektperson. Ich sehe auf ihn hinauf. Hinauf. Ja, es ist absolut kein Hass. Es ist keine persönliche Sache. Im Gegenteil, es ist mir eine Ehre, gegen ihn antreten zu dürfen. Wirklich, es ist mir eine Ehre, gegen dich antreten zu dürfen, Sebastian. Und das ist absolut nichts Persönliches. Ich hoffe, dass wir nach dem Kampf engere Freunde werden, als wir schon sind. Und auch zusammen trainieren. Ich in Wuppertal, du bei uns in Köln. Ich denke, so ein Kampf schweißt auch zusammen irgendwo. Ja, und ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich darauf. Und ich weiß auch, dass du ein sauberer Kämpfer bist. Ich muss mich auf nichts Negatives oder Linkes gefasst machen. Es wird ein schöner MMA-Kampf. Du bist auch in allen Facetten des Sports fit. Am Boden, im Stand. Und deswegen ist eigentlich ein spektakulärer Kampf gewährleistet. So Gott will. Fangen wir an mit dem Jahr 2004. Damals haben Fatih und ich beim OC Cup 3 gekämpft. Im darauffolgenden Jahr haben wir zusammen bei der Masters Fight Night gekämpft. Schon da fingen wir an, uns kennenzulernen, weil zu der Zeit gab es nicht viele MMA-Kämpfer. Viele wussten noch nicht mal, was MMA ist. Daraufhin begann eine Freundschaft. Ich kam im Nachhinein zum Combat Club, wo Fatih schon trainierte. Und habe auch das Management von Fatih übernommen. Kurz danach hatte Fatih eine schlimme Verletzung am Arm gehabt. Bei einem Grappling-Match ist er weggeknickt und hat sich da was gebrochen. Ja, er ist schon länger wieder beim Training. Anfangs hat es an Motivation ein bisschen gefehlt, aber ich sehe es immer noch in seinen Augen beim Training. Seine Sparringspartner spüren es am eigenen Leib. Er ist noch voll da. Da ist noch sehr viel Potenzial. In ihm steckt noch sehr viel Potenzial. Er kann noch viel reißen, den Zuschauern noch viele schöne Kämpfe bieten. Ja, jetzt ist er sowohl mental als auch gesundheitlich so fit, dass er sich bereit fühlt. Nach so einer langen Pause wird er jetzt bei Respekt kämpfen. Vorbereitung lief super. Er fühlt sich gut, hatte ganz kleine Wehwehchen mit seinen Augen gehabt, hatte eine kleine Augengrippe. Aber das hat ihn davon nicht abgehalten, für seinen Kampf zu trainieren. Kleine Pausen, die gehören dazu, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt. Und ja, jetzt ist es soweit. Es sind nur noch wenige Tage. Dann heißt es Are you ready? Und dann heißt es Fight. Und wir sind sehr optimistisch. Fatih bringt Leistung, ist voll da. Also ich denke, es kommt ein sehr, sehr starker Fatih zurück. Und seid gespannt, wie es am Samstag verlaufen wird. Ich denke, dass Fatih euch einen schönen K.O.-Sieg bieten möchte. So, hi, liebe Freunde und Fans. Es geht um meinen Trainingskameraden Fatih Balci. Ich kenne Fatih Balci ziemlich lange Jahre. Bevor ich mit der MMA angefangen habe, war der einer der besten Kämpfer hier in Deutschland. War auch unter anderem ein Vorbild für mich, weil er mehrere Debüt in MMA gemacht hat und ich war noch ein K1-Kämpfer. Und bis ich den Wechsel zur MMA gemacht habe, dann wurde Fatih Balci mein Trainingskameraden und ich muss dazu sagen, er war auch einer der härtesten Jungs, die ich mitgespart haben und einer der talentiertesten und stärksten Jungs, die ich kenne. Leider hat seine Verletzung
Bei einem Grappling-Turnier wurde er massiv verletzt, aber dank Gottes kam er wieder stark zurück, hat super mit uns trainiert und ich kann nur dazu sagen, jetzt steht sein Comeback vor und gegen Sebastian Baron. Er ist ein starker Mann, erfahrener Kämpfer, aber ich muss sagen, Fatih Balci ist ein zäher Mann, trainiert auch mit dem besten Top-Team Deutschland, mit den stärksten Jungs. Und ich glaube nicht, dass einer in der nächsten kommenden Zeit ihn aufhalten kann. Und er wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren schnell und besten K.O.s dieses Zeit und Jahres abholen. Daumen hoch für Fatih Balci. Also zu Fatihs Comeback, meiner Meinung nach überfällig. Lange überfällig. Ich habe ihn also schon, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr schon nahegelegt, dass er das tun wird. Gegen Sebastian Baron. Weil ich beide sehr gut kenne, nicht unbedingt meine Wunschpaarung. Aber ich muss zugeben, das ist wie, wenn man sich vorstellt, dass man einen Tiger und einen Löwen in den Käfig steckt. Man will schon wissen, wie es ausgeht. Fatihs Comeback, nächste Woche Samstag. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Bereit für Sebastian Pusteblume Baron. Bin ich sicher, dass es nur ein Ergebnis geben kann und das ist ein böser K.O. Und Fatih wird stehen bleiben. Ich bin mir sicher, er gewinnt. Und ja, ich freue mich auch schon, ich bin nervös, aber abwarten. Also, das war das Abschlusstraining. Das haben wir jetzt hiermit beendet. War nochmal eine gute Einheit mit ein bisschen lockerem Sparring, spezifischen Sparring, was auf Sebastian Baron eingestimmt war. Ich fühle mich gut. Der Weg war steinig, aber ich bin ein Kämpfer und ich gebe nicht auf und es macht einen Kämpfer aus und bin ja weiter vorwärts gegangen und bin jetzt hier, kurz vorm Kampf und werde am Samstag alles geben. Jetzt momentan werde ich mich aufs Gewicht konzentrieren. Ich habe mein Gewicht schon beinahe. Die Diät ist ein bisschen streng. Das liegt noch ein bisschen von meiner guten Laune, um ehrlich zu sein, aber da muss es auch durch. Und nach der Waage werde ich mich belohnen mit einer leckeren Mahlzeit, mit leckeren Kohlenhydraten. Ich kann es gar nicht abwarten, Kohlenhydrate zu mitnehmen. Oh mein Gott. Naja, habt ihr komplett ausgespart, die Kohlenhydrate. Ich hoffe, es wird ein sehr schöner Kampf. Ich hoffe, ich werde Spaß haben. Und ich kann das abrufen, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich über die ganzen Jahre hinweg immer an mir eingeprügelt wurde im Training. Wenn ich nur einen Bruchteil davon abrufen kann, wird das ein schöner Kampf werden. Und ja, will Gott uns beschützen. Los! Der 7. Kampf vom Combat Club Cologne, Fatih Balci!
The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that.